Ob vom Discounter oder vom Möbelhaus, die bunten Prospekte fliegen ins Haus und füllen irgendwann die Papiertonne. Nicht so bei Katerina Danilewitsch. Die 32-Jährige rollt die Werbung mit einer Stricknadel zu hauchdünnen Röhrchen, färbt sie 2- bis 3-mal mit Acrylfarbe oder Beize und flicht aus den wieder angefeuchteten Stäben Körbe in allen Formen und Farben. Durch die Lackierung mit Holzlack sind die Körbe wasserfest und noch stabiler. So, ich mag machen die Imitationen für natürliche Materialien, zum Beispiel Holz oder Rattan oder Saloma, Strops. Für einen Korb benötigt sie mindestens 300 dieser Röllchen und arbeitet oft bis zu einer Woche daran. Ich finde dieses Prozess sehr Meditationen für mich. Ich kann zum Beispiel Musik hören, Film sehen. Mit ihrem Umzug nach Hessen aus der Ukraine vor 5 Jahren hat sie mit ihrem außergewöhnlichen Hobby begonnen. Sie hat Körbe gebraucht, um die neue Wohnung gemütlicher zu machen. Eine Freundin brachte sie auf die Idee, mach es doch aus Zeitungspapier, das bekommst du jeden Tag umsonst. Auf TikTok, Instagram und YouTube zeigt sie in Tutorials, wie aus dem kostenlosen Material Kunst wird. Keiner meiner Freunde konnte verstehen, wie funktioniert das mit Zeitungspapier. Irgendwann wurde es mir zu viel und ich dachte mir, warum soll ich das jedem einzeln erklären? Ich kann es auch allen gleichzeitig zeigen, wenn ich Tutorials auf Instagram hochlade. Von Beruf ist Katharina Grafikdesignerin. Ihr großes Hobby ist jedoch das Basteln und Motion Design für den Schnitt und die Bearbeitung ihrer Tutorials. Für den Alterungseffekt habe ich verschiedene Farben von Voll- und Abtönfarbe verwendet. Bei diesen Videos fällt schnell auf, Katharina spricht in ihren Tutorials perfektes Deutsch, anders als hier im Interview. Denn in den Videos spricht eine KI mit ihrer Stimme. Muster, diagonales Relief-Cartoon. Schalte die Untertitel ein und genieße den Inhalt. Viel Spaß beim Anschauen. Deshalb, ich denke, das ist ein guter Tipp für mich. Gute Übung und gut praktisch hören, lesen. Dafür hat sie stundenlang Audiomaterial mit ihrer Stimme in das Programm eingespielt. So lernt die KI, wie sie spricht. Zuerst schreibt Katharina ein Skript, übersetzt es mit ChatGPT ins Deutsche und fügt es dann in die KI-Software ein. Körbe dürfen in keinem Raum der Wohnung fehlen. 2 Körbe liegen ihr ganz besonders am Herzen. Das ist mein Lieblingskorb und das ist auch mein erster Korb. Er ist schief, hat viele Fehler und ist nicht ganz so schön, aber ich liebe ihn trotzdem. Geld verdient sie mit ihren Videos nicht. Dafür investiert sie jeden Abend viel Zeit in ihre Kreativität. Und es gibt noch einen Beweggrund. Das Basteln mit Altpapier ist umweltbewusst. Genau das will Katharina den Menschen zeigen.